Hallo, ich bin Yaxin. Willkommen in meiner Sojaküche hier in Berlin. Möchtest du aus gesundheitlichen oder umweltfreundlichen Gründen mehr pflanzliche Essen und weniger Fleisch? Ich verstehe, dass die Umstellung schwierig sein kann, weil man Einkaufen und Kochgewohnheiten ändern muss. Aber keine Sorge, ein guter Einstieg sind pflanzliche Fleischalternativen. In Asien gibt es viele traditionelle Rezepte, bei denen Tofu und pflanzliches Fleisch wie echtes Fleisch aussehen und schmecken. In meinem heutigen Video zeige ich euch 3 einfache Rezepte für selbstgemachte Fleischalternativen. Wir starten mit würzigem Rindfleisch, gefolgt von einem japanischen Reisball mit Fischalternative und einem Shanghai-Huhn. Die Zutaten sind leichter zu finden und die Zubereitung macht Spaß. Zuerst machen wir veganes Rindfleisch mit 5 Gewürzen Marinade. Also, los geht's! Dafür brauchen wir 70 Gramm große Sojamedaillons oder Sojaschnitzel. Die findest du im Asienladen und in vielen Supermärkten. Als erstes lassen wir die Sojamedaillons in heißem Wasser für 20 Minuten einweichen, bis sie schön weich sind. Danach abtropfen lassen und unter kaltem Wasser abspülen. Das verbessert die Textur und entfernt die Gerüche, damit sie noch leckerer schmecken. Drücke das überschüssige Wasser gut aus und schon sind sie bereit für unsere Marinade. Jetzt zu unserer 5 Gewürze Marinade. Hier sind die Zutaten: 1 Esslöffel Fenchelsamen, 1 Teelöffel Sichuanpfeffer, 2 cm Sichuan-Zimt, 2 Stern Anis, 2 getrocknete rote Chilischoten, 2 Lorbeerblätter. Die folgenden 4 Gewürze, Kardamonkapsel, Gewürznelken, Muskatnuss und Süßholz, sind optional. Wenn du sie nicht zu Hause hast, kannst du sie einfach weglassen. Und für die frischen Gewürze brauchen wir noch 5 Scheiben Ingwer, 2 Knoblauchzehen. Alle Gewürze kommen in eine Pfanne und werden bei mittlerer bis niedriger Hitze ohne Öl etwa 5 Minuten angeröstet, bis sie richtig duften. Danach alles in eine Gewürzbeutel packen und in einen Topf mit 500 ml Wasser geben. Dann kommen noch dazu 1 Esslöffel dunkle Sojasauce, 1 Esslöffel Zucker oder Kandiszucker, 1 Teelöffel weißer Pfeffer, 1 Teelöffel Salz. Einmal aufkochen lassen, dann 5 Minuten köcheln und die Hitze ausschalten. Jetzt die Sojamedaillons mindestens 30 Minuten in der Marinade ziehen lassen, damit sie den vollen Geschmack aufnehmen. Danach abtropfen lassen. Die Marinade könnt ihr aufheben und später nochmal für Tofu oder Gemüse verwenden. Einfach im Kühlschrank bis zu einer Woche lagern. Und jetzt braten wir die marinierten Sojamedaillons an. 1 Esslöffel Öl in die Pfanne und bei mittlerer Hitze die Medaillons goldenbraun auf beiden Seiten anbraten. Danach ab in eine große Schüssel. Zum Schluss verfeinern wir noch mit 1 Esslöffel geröstetem Sesam, 1 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Sichuanpfefferpulver, 1 Esslöffel hausgemachtem Chiliöl. Den Rezeptlink findet ihr oben rechts. 1 Teelöffel geröstetem Sesamöl. Jetzt könnt ihr es direkt genießen. Aber glaubt mir, es schmeckt noch besser, wenn ihr es eine Stunde ziehen lasst. Es ist super saftig und fleischig, fast wie ein echter 5 Gewürze Rindfleisch. Perfekt auch als kalte Speise im Brot oder Hamburgerbrötchen.
Und jetzt kommt das zweite Rezept. Ich zeige euch, wie ihr ganz einfache vegane Fischfilets zaubern könnt. Diese Fischfilets sind auf Tofu-Basis und bestehen aus Zutaten, die du bestimmt schon in deiner Küche hast. Super einfach und unglaublich lecker. Also legen wir direkt los mit dem nächsten Rezept. 200 Gramm Naturtofu. Zuerst die Flüssigkeit gut aus dem Tofu ausdrücken, damit er sich später leicht verarbeiten lässt. 40 Gramm gekochte Süßkartoffel oder Kartoffel dazugeben. Ein halber Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Sojasauce, 2 Teelöffel Maisstärke. Alles gut vermengen, bis es eine glatte Masse wird. Jetzt brauchen wir ein Sushi-Nori-Blatt. Schneiden das Blatt in 3 Stücke und verteile die Tofumasse gleichmäßig darauf. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil. Mit einem Messer die typischen Fischgitter auf der Tofumasse malen, damit es aussieht wie ein Fischfilet. Die Filets sind jetzt bereit zum Braten. Ein Esslöffel Öl in eine Pfanne geben. Bei mittlerer Hitze 6 Minuten auf jeder Seite anbraten, bis sie schön goldbraun sind. Zum Schluss kommt die leckere Kabayaki-Sauce, 1 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Kochwein oder Gin oder Weißwein, 1 Esslöffel Mirin. Die Sauce kochen, bis sie dickflüssig wie Sirup wird. Und dann großzügig über die Filet streichen. Mit geröstetem Sesam bestreuen. Diese Tofu-Fischfilet haben einen herrlichen, fischigen und würzigen Geschmack. Und der Konsistenz ist einfach toll. Mit wenigen Zutaten und wenig Aufwand in diese selbstgemachte Tofu-Fisch mit Kabayaki-Sauce. Das perfekte Rezept für eine arbeitsreiche Woche. Aber es ist auch so lecker und beeindruckend, dass du damit problemlos Gäste bewirten kannst. Wir haben heute schon würziges Rindfleisch und Umami-Fischfilet gemacht. Jetzt fehlt nur noch ein zartes und aromatisches Huhn. Unser letztes Rezept für heute ist Homemade veganes Huhn nach Shanghai-Art. Einfach, aber raffiniert. Los geht's! 250 Gramm Baijietofu, auch bekannt als Tofuhaut oder Tofublätter. Du findest frischen Baijietofu in größeren Asienläden, oft auch im Tiefkühlregal. Heute benutze ich die gefrorene Version. Diese einfach vorher bei Raumtemperatur auftauen lassen. Schneide die Tofublätter in 1 cm breite Streifen. 1,5 Liter Wasser aufkochen lassen. Ein Sternanis und ein Lorbeerblätter dazugeben. Ein Teelöffel Salz hinzufügen. Baijietofu in das Wasser geben und 3 Minuten kochen. Ein halber Teelöffel Natron dazugeben und weitere 3 bis 5 Minuten kochen lassen. Das Natron macht die Tofuhaut weicher. Je länger du kochst, desto zart wird dein veganes Huhn. Aber Achtung, nicht zu viel Natron verwenden, sonst schmeckt es bitter. Sternanis und Lorbeerblätter entfernen und den Tofu abtrocknen lassen. Den heißen Tofu in ein Tuch wickeln und fest zusammendrücken. Mit einer Schnur fest zubinden.
mit einem schweren Gegenstand mindestens eine Stunde lang pressen. In der Zwischenzeit machen wir eine leckere Dipping-Soße. 2 Chilischoten und 2 Knoblauchzehen klein schneiden. Ein Esslöffel Öl erhitzen und Chili und Knoblauch darin anbraten. 2 Esslöffel helle Sojasauce, ein Teelöffel Zucker und 100 ml Wasser dazugeben. Kurz aufkochen lassen und fertig. Mit geröstetem Sesamöl bestreichen und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Das ist der Hammer! Die gleiche Tofuhaut, einfach gekocht und neu geformt, bietet eine neue Geschmackserfahrung. Mit der leckeren Soße dazu kann ich gar nicht aufhören zu essen. Du musst es unbedingt ausprobieren. Ich hoffe, dass dir diese 3 Rezepte Inspiration und Motivation geben, die vegane Küche mal auszuprobieren. Danke für die Zuschauen. Ich freue mich auf dein Abo und deine Kommentare. Bis zum nächsten Mal.